Oh. Ach, ihr wundervollen, strahlenden Menschen in eurem Seelenlicht. Oh, Martha Satt, ganz schönen Abend. Auch von mir natürlich. Schön, dass ihr da seid und auch bei der Hitze euch vor dem Bildschirm begeben habt. Aber wir sind auch da. Wir schwitzen auch. Ach, wie schön. Ja, schön, dass wir alle wieder hier sind. Hoffentlich ganz viele. Und sicher auch wieder ein paar neue. Und die möchte ich auch ganz besonders und auch voller Liebe natürlich. Ich begrüße alle voller Liebe, aber auch alle Neuen natürlich. Ich möchte euch nämlich genau dazu eine Erfahrung von den letzten 2 Wochen mit euch teilen. Unsere wundervolle Sachira, die das ganze Versandbüro und natürlich auch noch mehr, aber unter anderem das ganze Versandbüro betreut und immer alles wunderbar für euch einpackt und verschickt. War zwar Liebevoll einpacken. liebevoll, voller Liebe, Ja, genau. da sind alle geschult bei uns drauf. Ja, sie war Achtsamkeit beim Einpacken. genau. Sie war 2 Wochen im Urlaub und ich durfte sie vertreten. War ein toller Perspektivwechsel für mich. Und natürlich auch ich habe voller Liebe die schönen Sachen verpackt und bereitgestellt, um sie auf die Post zu bringen. Und dabei ist mir mit diesem Perspektivwechsel auch wirklich etwas aufgefallen und ich habe schon an euch gedacht. Wir stecken jedes Mal auch die Einladung, das ist so ein Flyer, die Einladung zum ersten Dienstag dazu in unserer Verpackung. Und das ist mir dann so aufgefallen, habe gedacht, oh ja, genau. Habe so gefühlt und gedacht, ja, schön, vielleicht sehe ich dich beim nächsten ersten Dienstag, also sprich heute. Und wenn dieses telepathische Signal angekommen ist bei dir, dann bist du jetzt heute das erste Mal dabei. Genau. Sehr Was schön. das jetzt? Also mir hast du die Geschichte anders erzählt. So. Also Alamea lässt einen wesentlichen Teil weg, aber ich verstehe dich schon. Aber ich sag's einmal, weil ich es finde total spannend. Sie bereitet ja auch immer das Gitternetz vor fürs Kollektiv, gemeinsam mit der geistigen Welt. Und sie hat mir eben zu Hause erzählt, dass sie spürt, ob jemand schon bei uns im Kollektiv ist. Ob da sofort diese Verbindung da ist oder ob es jemand Neues in Anführungszeichen ist. Und sie findet es dann total spannend, ob sie dann in der Vorbereitung und auch während dem Channeling, wenn sie da arbeitet, diese Lichter, also das ist ja nichts Personifiziertes, gell, Ja. der und der und die Angelika hier oder so, sondern das ist nur die Frequenz, ob sie die dann, wenn sie das reinschiebt, denkt sie das, ob sie die dann wieder sieht und so. Und das finde ich Ja, schon. das schauen wir jetzt heute Ja, mal. schauen wir jetzt mal. Also Also herzlich willkommen, alle, die neu dabei sind. Freuen wir uns natürlich sehr, wenn du auch ein Teil bist unserer ersten Dienstagsfamilie. dann wollten wir ja wirklich öfters und auch diesmal wieder sagen, Ach, das falls. Technische. Ja, Sollen genau. wir das? Also, ich sage mal so, bitte seht ihr es uns nach, die ja meistens oder oft oder eigentlich oder immer dabei seid, dass wir das wiederholen. Wir wiederholen es wirklich für die Neuen, damit die auch einen gelungenen Abend haben. Also, falls ihr ein schlechtes WLAN habt, die Verbindung mal abreißt, der Player schwarz wird, aktualisiert die Seite und klickt nochmal auf Play. Und ihr könnt unten an einem kleinen Zahnrädchen einstellen, wie die Qualität vom Stream ist, von der Bildübertragung. Wenn ihr da runter geht, dann von der Qualität, gerade auch beim Handy und so, das reicht der niedrige, dann funktioniert es in aller Regel. Also es liegt nicht an uns, wir streamen Vollqualität raus, aber es kann sein, man hat kein gutes Internet. Jetzt haben wir das mal wieder gesagt. Genau. Ganz kurz gefasst. Und noch was Wichtiges. Also ohne es hier benannt zu haben, die letzten Male, haben wir, ich glaube, die letzten 5 Male parallel auch auf YouTube gestreamt. Und jetzt sitzen bestimmt einige auch vor ihrem
YouTube und sehen diesen Livestream auf YouTube. Und euch möchte man sagen, das ist heute das letzte Mal, dass wir auf YouTube streamen, weil es auch zu aufwendig ist, 2 Streams. Wir brauchen doppelt so viel Personal, also im Sinne von hier an der Regie, die den Stream auch pflegen. Das geht nicht, das können wir uns nicht, ja, haben wir nicht die Kapazitäten dafür und es macht auch nicht wirklich Sinn. Kommt doch bitte auf unseren Original-Streaming-Kanal nächstes Mal Television 11 und unter eurem, also in der Beschreibung von dem Stream sind auch die Links, beziehungsweise wenn ihr euch dort zum Lichtboten anmeldet, dann informieren wir euch jedes Wochenende, jedes Monat, immer ein paar Am Tage, Wochenende vor dem ersten Dienstag. genau, dass wieder erster Dienstag ist, dass man es nicht vergisst und auch was das Thema ist und so weiter. Dann braucht ihr dort nur noch den Link klicken, seid gleich auf der Streaming-Seite. Also heute das letzte Mal auf YouTube. Nächstes Mal sehen wir uns im Hauptkanal hier, Television. Gut, dann Alright. klettern wir hier wieder hoch. So, dann kann ich mal den YouTube-Zettel jetzt da wegtun. Eigentlich wollten wir auch, dass das sich verändert. Es war so heiß. Ja, das Podest wieder wegtun, gell? Vielleicht schaffen wir es bis zum nächsten Monat. Das ist ein bisschen viel Arbeit. Aber eins kann man uns nicht nachsagen. Wir sind zwar hoch oben, aber trotzdem auf dem Teppich geblieben. Schön. Ja, jetzt weiß ich gar Was nicht hat die mehr weiter, Regie was vorgesehen an diesem Punkt des an Abends? diesem Punkt. Bitte Regie anweisen. Du wolltest über die 3 Qualitäten von El Achai noch mal was Ach erzählen. ja, genau, es war uns ein Anliegen, das auch nochmal zu sagen. Wir haben das heute schon angeschnitten und wir werden das Weil ja auch auch wieder neue dabei sind. genau, wir werden das natürlich genau aus dem Grund auch immer wieder machen, dass wir so ein bisschen ein paar Worte vielleicht sagen, damit jemand, der das erste Mal dabei ist, da nicht so oder sich ja besser abgeholt fühlt, auch ein Stück weit, weil ohne das jetzt, ich will das nicht bewerten sagen, aber auch von den Channelings her, ist es jetzt keine Esoteriker-Einsteiger-Spiritualität. Also es geht schon um wirkliche Bewusstseinsinhalte der neuen Zeit, der neuen Energie, auch teilweise Wissen der Neuzeit, das so noch gar nicht bekannt ist. Manches Mal fallen Begriffe der Lichtsprache auch, wo sich dann vielleicht manch einer denkt, hä, was heißt denn das? Schon zu Beginn am Anfang, Om Matasat, willkommen, ich sehe dich, ich sehe dein Licht, bedeutet es, du bist ein Teil von was Großem. Und das ist universelle Lichtsprache zum Beispiel. Und dass wir manchmal uns wieder auch wiederholen mit solchen Ansagen. Und wir möchten zum heutigen Abend was sagen, weil der ist ja eine Folge von, ist jetzt das 3. Jesus-Channeling in Folge. Und dazu muss man wissen, dass wir im Juli, Ende Juli, Anfangs ganz Juli. Anfang Juli hatten wir hier in unseren großen Räumen einen ersten Dienstag live vor Ort anberaumt. Und da sind ganz viele gekommen, der Raum war voll. Es war total schön. Und da hat Jesus das erste Mal gesprochen. Und da ging es um El Achai. Und Jesus hat in dem Channeling auch eine Energie auf diese anwesende Gruppe übertragen. Und es war die Aufgabe dieser Gruppe hier, dann, das war gleich 2, 3 Tage später, das offizielle erste Dienstag Livestreaming, auch da zu sein, wenn möglich live, und die Energie in dieses größere Feld der Gemeinschaft einzugeben. Also die geistige Welt hat es so aufgebaut. Und heute ist nochmal Jesus-Channeling, es geht nochmal um El Achai. Und ganz kurz, weil wer das nicht weiß, El Achai ist aus dem Altaramäischen, das war die Sprache von Jesus und er hatte das früher auch oft gesagt, auch zu seinen, die um ihn waren. Nur du kannst es wissen und fühlen, ob du dabei warst. Als er wusste, dass er gehen muss, Achai,
ich werde wiederkommen. Und in dieser Zeit bedeutet El Achai, ich bin hier. Und 2015, glaube ich, wurde der Lichtkristall El Achai auf unserem Planeten entzündet und ist damit auch eine Anbindungsenergie für Jesus. Das ist ganz wichtig, weil unser Planet natürlich auch ja, eigentlich ein Christusplanet ist. Er trägt das Christus-Gitternetz auch und das natürlich eine zentrale Bedeutung hatte, dass Jesus nur auf diesem Planeten, auf unserem, inkarniert hatte. El Achai hat 3 Bedeutungen. Einmal das Ich bin hier, einmal Frieden für dich und einmal Frieden für alle Völker. Und beim letzten Channeling, das hat Jesus auch so gesagt, ging es um die Energie Frieden für dich. Und er hat uns erklärt, dass eben dieses energetische Muster, das der Lichtkristall El Achai auch trägt. Also kennt jemand, ich weiß nicht, seht ihr den hier? Ist der hier sichtbar? Ist so ein bisschen in weiß, weiß nicht, spiegelt vielleicht ein bisschen. Aber es ist ein wunderschöner Kristall gezeichnet und der trägt eben auch diese Energie und ist eine Anbindungsenergie für Jesus und somit wichtig, dass er auch dieses Versprechen erfüllen kann, wiederzukommen. Und beim letzten Mal ging es eben darum, sonst vergesse ich es. Wenn du mich jetzt unterbrichst, vergesse ich es. Das Wesentliche. Dass dieses große energetische Muster, in dem jeder Mensch letztendlich der Menschenfamilie seinen Platz hat, fühlbar wird. Wenn du mit El Achai in Kontakt kommst oder tiefer in Kontakt kommst, weil jeder Mensch ist auf der Suche nach seinem Platz im Leben und wenn er mal ein bisschen sich öffnet, letztendlich in der Spiritualität. Warum bin ich hier? Was ist mein Platz, meine Aufgabe? Und jeder hat diesen Platz und Jesus hat ihm gesagt, Frieden für dich bedeutet, dass du deinen Platz kennst. Weil wenn du deinen Platz kennst, dann wirst du ruhig und daraus entsteht auch eine Freiheit. Und zwar die Freiheit, nicht mehr suchen zu müssen. Und das ist kein Ort, dieser Platz. Es ist, dass du es fühlst, dass du angekommen bist. Was immer das auch ist. Also, es ist ein energetisches, eine Metapher praktisch. Aber energetisch, du hast wo angedockt, wo du sagst, ich bin angekommen. Die Suche hat ein Ende. Und Das hast du so ausschweifend, weit läuft sehr wieder schön quer. und sehr ausschweifend. Natürlich und auch gesagt, ich wollte nämlich, also erstens wollte ich dir ein Kompliment machen, dass es ein sehr, sehr, sehr tolles und tiefgehendes Channeling war letztes Mal über das, was du jetzt gerade gesprochen hast. Und ich hatte es nämlich in getippter Form und habe alles nochmals gelesen. Und ich habe mir nämlich etwas vorbereitet, was ich hier nochmals wiederholen wollte. Und jetzt hast du mir fast alles davon vorweggenommen. Habe ich wirklich nicht. Nee, Also alles gut. ich möchte noch was sagen. Ach, du auch noch. Ja, ich Schon auch wieder? noch ganz kurz. Also wenn es recht wäre. Also Adamia sagt, wow, was war denn das für ein Channeling? Ist ja krass. Ich habe es gar nicht gelesen. Sie hat es gelesen, das Abgetippte. Und das Lustige ist immer, nach dem Channeling, ich kann nicht wirklich sagen, nach dem Channeling denke ich mir manchmal so, oh, das war nicht so gut. Aber da geht es nicht um den Inhalt, weil das kann ich nicht abstrahieren, was die Zusammenhänge waren beim Channeln. Aber man hat als Medium mal einen besseren Tag. Mal ist die Stimme klarer, mal ist sie ein bisschen belegt. Manches Mal flutscht es leichter, das fühlt man halt innerlich. Und nachdem bewerte ich halt praktisch, ob ein Channeling schön war, ob ich es auch gut gefunden habe, aus meiner Sicht.
und nicht vom Inhalt her. Und deswegen kann ich den Inhalt kann ich auch nicht als ähm, Kompliment annehmen, weil der nicht von mir stammt, sorry. Nächstes Mal musst du mir sagen, hast du wunderschön gechannelt, eine Danke, samtige Stimme danke, und Jesus. Ach, ja, 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 genau. sehr schön akzentuiert, betont und das gelingt mir halt auch nicht immer. Jeder Tag ist anders. Also dann, was wurde denn besprochen? Ja, es ist schon einfach ein sehr wichtiger Aspekt, weil ich auch finde, also in diesen Worten, du hast es jetzt eigentlich auch schon ein bisschen erklärt, dass manchmal die Spiritualität auch sehr einfach sein kann. Sehr oft denken wir, oh, was muss ich jetzt tun und machen? Und natürlich sind Übungen oder Wiederholungen oder Gebete und alles sehr, sehr wichtig. Aber dass es manchmal so einfach sein kann, wie man seinen Platz in diesem ganz, ganz Großen findet, ist gerade auch in dieser Zeit einfach wichtig und wesentlich. Und das wollte ich einfach nochmals kurz wiederholen von diesem Channeling vom letzten Mal. Übrigens, die neu sind und das nicht dabei waren letztes Mal, ihr findet das auf unserem YouTube-Kanal immer, jedes Channeling vom ersten Dienstag. So, wir sind alle Teil von etwas sehr Großem, was im Moment auf diesem Planet vonstatten geht und vollzogen wird. Und jetzt kommen die Worte nochmals. Jeder Mensch, der sich für die Liebe entscheidet, ist ein Teil davon. Jeder Mensch, der sein Bewusstsein erhebt, seine Feindbilder fallen lässt, die Liebe zu sich selbst entdeckt und seinen Platz bereit ist einzunehmen, ist ein Teil davon. Du bist ein Teil von etwas Wunderbarem, Großartigem, von diesem Geschehen in dieser Zeit auf diesem Planeten. Und du bist hier. So wie du bist du hier. Weil du genau so zu sein hast, um in dieses planetare Muster zu passen, dort deinen Platz, deine Anbindung zu finden. Wenn du den Lichtkristall Elachai, haben wir gerade vorher davon gesprochen, verwendest, wenn du ein Gebet damit sprichst, wenn du ihn vor deinem inneren Auge erscheinen lässt, wenn du ihn betrachtest, immer dann spricht er in dir genau all das an, worüber wir heute gesprochen haben. Wenn du Elachai betrachtest, weißt du, wo dein Platz ist. Okay. Und so darfst du natürlich genau in dieser Einführung auch dich mit Elachai wieder anbinden, diese Anerkennung auch deiner selbst, dass du einen Platz in diesem Großen und Ganzen hast, dich wertschätzen und diese Anbindung an Elachai vollziehen, indem du dir den Lichtkristall vorstellst oder ob du einfach den Klang Elachai und die Verbindung zu Jesus aktivierst. Dann bist du bereits wieder bestens vorbereitet für das nächste wunderschöne Channeling. Mir ist jetzt gerade so ein Bild gekommen, gell? Wenn mal angenommen, es ist irgendwo ein großes Konzert und in der Mitte von dem Stadion ist der Künstler. Lassen wir ihn mal Jesus sein. Also in unserer Metapher. Und dann gibt es wahrscheinlich Sitzplätze oder Stehplätze oder was auch immer, Plätze, die sind hochpreisiger, weil sie besser sind. So bewerten es die Menschen, weil man das Gefühl hat, man ist näher dran. Und aber in Wirklichkeit kommt die Erfüllung, deinen Platz zu kennen, nicht daher, wo dein Platz ist. Ob der da ist, links, seitlich der Bühne oder etwas weiter hinten,
sondern die Seele empfindet dieses Glück dann, wenn du auf deinem Platz sitzt. Nicht auf dem von irgendjemand anderem, auf deinem, egal wo er ist, ohne nach links und rechts zu schauen, der Platz wäre besser oder der. Dann ist nicht die Erfüllung. Die Erfüllung findest du auf deinen Platz und es gibt deinen Platz. Deinen Platz. Und das finde ich ist eine total wichtige Erkenntnis, weil man dann auch viel leichter sich selbst annehmen kann, wie man ist. So, das war, was mir jetzt gerade zu deinen Sehr Worten schön. so eingefallen ist. Du bist der Meister der Metaphern. Ja, Das nehme ich jetzt gerne an. sehr schön. Aber die geistige Welt spricht auch oft in Metaphern. Cryon zum Beispiel oft, da habe ich das ein bisschen gelernt. In Bildern das zu sehen. Ja. Wie schon kurz erwähnt, es wird heute eben um die Bedeutung von Elachai, Frieden für alle Völker geben. Und deswegen war das schon richtig beim letzten Mal, dass diese gebündelte Energie bei uns geblieben ist, in unserem Feld und in jedem Einzelnen von euch. Und auch wichtig, jeder, der heute neu dazugekommen ist und jede, hat diese Energie jetzt mit seiner Absicht und dass er da ist, auch übertragen bekommen. Ja. Und heute wird es darum gehen, diese Energie, diese andere Qualität des Friedens, das ist ein bisschen ein übergeordneter Frieden, gäbe noch einen kosmischen Frieden, noch den göttlichen Frieden. Das Grundprinzip ist Frieden, ist Balance, ist Ausgleich, ist Harmonie auch, aber auf jeder Ebene hat es ein bisschen eine andere Bedeutung und Wirksamkeit oder braucht bestimmte andere Voraussetzungen. Aber es ist immer eine Friedensenergie. Und heute geht es eben um diesen Part Frieden für alle Völker, der in Elachai steht. So viel kann ich schon mal sagen. Und dann möchte ich noch kurz sagen, und das ist vielleicht auch für manche interessant, letztes Mal hat Jesus gesprochen, also die ersten beiden Male. Heute spricht Jesus Christus und da wird sich manche vielleicht fragen, was ist da für ein Unterschied? Und der ist gar nicht so groß, der Unterschied. Aber wenn Jesus mit seiner Energie spricht als Jesus, dann aktiviert es viel mehr das Persönliche in uns, also diese Erinnerungen auch, die Seelenerinnerungen und dieses persönliche Liebesband, das viele von euch, die da sind, zur damaligen Inkarnation, als Jesus auf Erden war, mit ihm geknüpft haben, zwischenmenschlich. Und Jesus Christus ist ist eben der kosmische Christus, könnte man so sagen. Es ist aber nichts anderes. Also, wie sagen die Thailänder, same but different. Es ist einfach die Wirksamkeit oder wie die Energie dann ausgestrahlt wird von Jesus Christus, ist dann einfach ein bisschen anders. Und es kann sein, dass ihr das fühlt, vielleicht auch hört. Ich spüre das sehr deutlich und genau. Und diese Energie braucht es eben heute, um diese übergeordnete Energie von Frieden für alle Völker ins Planetenbewusstsein zu Lady Cheyenne, wie das genannt wird, zu bringen. So, ich habe fertig. Ja, jetzt fängst du erst an. Nein, ich gehe jetzt. Ich habe jetzt die Ehre für euch, Jesus Christus zu channeln. Man sagt manchmal auch so Jesus einfach abgekürzt, aber in dem Fall Jesus Christus. Macht es euch bequem, lasst es euch gut gehen, Verstand beiseite legen, öffnet euch. Adamia hat schon und verbindet euch jetzt nochmal beim Channeling auch als Kollektiv, weil dann die Strahlkraft viel größer wird. Ihr könnt euch wirklich alle voller Vertrauen in diese Energien reinfallen lassen. Es ist wirklich nur zu eurem Guten und so, wie es für jeden passend ist. Da könnt ihr ganz sicher sein. Ich wache über euch. Gell? Ganz genau. Das tut sie. Okay, dann ein schönes Channeling.
Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer war, immer sein werde. Ich bin Jesus Christus, der Sohn Gottes, und mit dir vereint, dich liebend, so sehr spreche ich die Worte, o Martha, satt. Auch sie vermitteln dir ein Gefühl der Zugehörigkeit. Auch sie geben dir Raum und Platz, das zu sein, was du bist, eingebunden in einem noch viel größeren Kontext als dem planetaren Muster. Denn du bist auch eine von uns, einer von uns. Und doch hast du gerade auf diesem Planeten inkarniert so viele Male und bist hier zu Hause. Ich weiß, dass nicht alle von euch sich hier so sehr zu Hause fühlen. Doch das liegt nicht an dem Planeten, es liegt an der Dualität. Es liegt vielleicht auch daran, wie deine Seelenstruktur erschaffen und aufgebaut ist. Manche spüren sozusagen das Heimweh stärker als andere. Doch lasse dir sagen, auch ich fühle mich auf diesem, deinem Planeten zu Hause. Denn ich war hier als Mensch, mit dir gemeinsam, zu noch ganz anderen Zeiten. All das ist als Erinnerung in deiner Seele gespeichert. Und wenn es an der Zeit ist, mag es heute sein oder in einem ganz einfachen Augenblick der Stille oder der Freude, können solche Erinnerungen an die Oberfläche kommen. Dann nehme sie wie Perlen des Lichtes, denn du bist eine Perle des Lichts. So höre, mein liebes göttliches Menschenkind, als einst das Kollektiv der Menschen entschied, dass der Menschensohn, auch der Heiland genannt, gehen soll, dass er nicht weiter erwünscht ist, wurde dies von der Quelle von meinem Vater und von mir respektiert, auch wenn es schmerzhaft war für mich. Doch der freie Wille des Menschen ist unantastbar. Und so geschieht vieles auf eurem Planeten, wo wir nicht eingreifen, denn jeder Mensch trägt diesen freien Willen und er ist das größte Geschenk, das du hast. Wenn du eines Tages es tief in dir fühlst, dass du Gott selbst, der dir diesen freien Willen gab, ihn wieder zurückgeben möchtest,
um zu sagen, dein und mein Wille sind der gleiche. Dann wird sich etwas Großartiges in dir verändern und somit auch auf dem ganzen Planeten. Denn letztendlich wird der Planet zwar behütet an sich, und doch können wir nicht jeden Menschen und jedes Kollektiv davor behüten, ihren freien Willen zu leben. Dies wäre ein Eingriff. Heute soll die Bündelung der Energien auf El Achai, Frieden für alle Völker, liegen. Und du magst dich fragen, wenn du ins Außen blickst, ob dies realistisch ist. Doch ich, Jesus Christus, ich möchte dir auch hierzu eine Metapher erzählen, ein Bild geben. Es gibt immer Strömungen und Wellen der Energien, sowohl im Universum als auch auf verschiedenen Planeten, in Galaxien. Es sind Bewegungen der Entwicklung. Als ich auf diesen Planeten kam, war bereits eine große Welle der Energie in Bewegung. Diese Welle trug sehr viel Dualitätsenergie. Und ich wurde mitten dort hineingeboren. Wenn du eine Welle betrachtest, wie sie sich aufbaut und nähert und ohne jede Bewertung, ob es eine positive oder eine negative Energie ist. Sie baut sich auf, türmt sich auf und irgendwann mag sie auch noch so hoch sein, bricht sie. Ich wurde zu einer Zeit ausgesandt von der göttlichen Quelle, um diese Welle mit meiner Liebe zu brechen, sie zum Erliegen zu bringen. Dies wäre sanft geschehen. Doch ich konnte mein Werk nicht vollenden. Ich konnte nicht gegen den freien Willen der Mehrheit der Menschen mich stellen. Und so hat sich diese Welle, obwohl viele Vorkehrungen von mir getroffen wurden, vorausblickend immer weiter genährt mit Dualität und aufgebäumt und aufgeschäumt. Ihr reitet diese Welle nun an einem Gipfelpunkt. Und ich sage es in dieser Metapher so: Sie ist kurz zuvor zu brechen. Das mag dir mit einem gesunden Herzensverstand auch einleuchten, wenn du die Entwicklung beobachtest, wie aufgebraust, wie schäumend, ja fast wütend
diese Welle an ihrer Krone sich zeigt. Und sie wird brechen. Und dann wird etwas Neues beginnen. Wir und auch ich und auch ihr, Menschen wie ihr gebt alles, um möglichst viele Menschen jetzt auf dieser Welle zu schulen. Denn ich sage euch, wenn die Welle bricht, werden jene, die offenen Herzens sind, die voller Leichtigkeit sind, sie werden enthoben werden. Und viele andere werden fallen und werden nass. Doch diese Seelen werden nicht sterben. Sie werden es nur im Wildwasser dieser gebrochenen Welle für einige Zeit sehr schwer haben, sich über Wasser zu halten, sich zu orientieren, Luft zu bekommen. Und auch ihr werdet da sein, so wie wir, um jenen die Hand zu reichen, die bereit sind, so wie es bereits jetzt geschieht. Wenn die Welle bricht, wenn das Wasser zurücksackt, entsteht eine neue Welle. Und eine Welle ist eine Energie, an sich neutral. Und ich sage euch, die nächste Welle, die über eine nicht nennbare Zeit, jenseits der Zeit hinaus, bestehen bleiben wird auf diesem Planeten, wird eine des Friedens, der Freiheit, der Liebe, des Vertrauens, des Verständnisses, der Toleranz, der Fülle, der Gesundheit und vieles mehr sein. Alles das, was eigentlich ursprünglich ist. Und bereits, bevor die vorderste Welle sich bricht, ist diese Welle am Entstehen, und zwar jetzt. Und viele von denen, die sich bewusst sind, sie nähren bereits jetzt diese Welle. Und gleichzeitig springen sie auch auf die sich brechende Welle, um Menschen die Hand zu reichen, die danach verlangen. Es ist sehr anspruchsvoll und ich weiß, dass viele von euch das auch so empfinden. Jedes Mal bei einer Gelegenheit wie dieser, wenn ihr euch versammelt, wenn ihr gemeinsam wirkt, dann nährt ihr das Neue. Und es tut euch so wohl. Ihr wisst, dass ihr dort zu Hause seid. Dort, wo Frieden ist und Liebe. Und dann gibt es jene Zeiten des Alltags, in denen ihr scheinbar hinausgeht in eine fremde Welt und wieder auf dieser sich brechenden Welle euch befindet. Erinnere dich an dieses Bild, wenn du das nächste Mal im tosenden Wasser dieser brechenden Welle stehst, dass du auf dieser Welle reiten kannst,
dass sie dich nicht unterwirbeln wird und dass du die Fähigkeit hast, wenn sie bricht, empor zu schweben, um dich dienend hinabzubeugen, um Menschen aus dem Wasser herauszufischen. Dies ist ein Bild, das euch helfen soll, das Geschehen zu verstehen. Und je verrückter, je lauter, je tosender es im Draußen wird, umso kürzer dauert es noch, bis die Welle in sich bricht. Für all jene, die nach Zeichen der Zeit Ausschau halten, schaut darauf, ärgert euch nicht, kreiert keine Feindbilder. Es ist dieses energetische Geschehen und erhebt euch innerlich, nicht überheblich über andere Menschen, sondern über die Dualität euch erheben. Auch dann fühlst du Frieden und weißt, du bist sicher. So lasst uns jetzt gemeinsam das innere Feld, die innere Seelenlandschaft aufsuchen. Wenn du diese noch nicht kennst, lasse dich von mir führen. Dieses Feld ist auch in dir aktiv und wird jetzt genährt. Wir gehen gemeinsam durch einen goldenen Bogen des Lichtes hindurch. Und du sprichst, wenn du ihn kennst, deinen Ursprungsnamen. Sonst sage Soham, ich bin göttlich. Und schreite durch das Tor, um in eine Welt in dir, in deiner Seele, in deiner wunderschönen Seele zu gelangen, das völlig frei ist von Dualität. Vielleicht fühlst du einfach, wie sich die Energie verändert. Geborgenheit und auch das Gefühl, nicht alleine zu sein. Denn dies tun jetzt, in diesem Augenblick, viele, viele Hunderte, gar tausend von Seelen, genau zu meinen Worten. Du bist nicht alleine, du bist hier. Wir sind hier. Ich bin hier. So kommt, meine lieben Lichter der Liebe, zusammen. Wir bilden einen großen Kreis. Und ich, Jesus Christus, Gottes Sohn, werde nun den Kristall El Achai in der Mitte unseres Kreises so in Schwingung bringen, dass die Frequenz Frieden für alle Völker sich freisetzt, sich verbindet mit der Energie Freiheit für dich, für jeden persönlich. Nimm diese Energien atmend in dich auf. Ich berühre jeden von euch an seinem Herzen. Ich sage dir, ich bin hier. Sorge dich nicht. Sorge dich nicht.
Frieden für alle Völker bedeutet, dass nach und nach jeder Mensch seinen Platz findet, dass jeder Mensch einen anderen seinen Platz einnehmen lässt, sich keinen anderen Platz zumaßt oder einem den Platz verwehrt, sondern wie von selbst geführt von der Liebe seinen Platz findet, ihn freudsam annimmt und sich niederlässt. In diesem großen energetischen Muster der Menschenfamilie des Planeten. Dies ist eine starke Manifestation für die neue Welt. Und ihr alle tragt sie jetzt in euren Herzen und vereint mit meinem Herz. Spreche ich die Worte Ani o hevet o trach. Amen. Dafan. Ich liebe dich. Hier ist dein Platz. Und diese Energie strömt in das kollektive Feld, in die Gitternetze ein. Und es bedeutet, dass der Planet selbst, Lady Cheyenne, diese Energien sich aufnimmt und sie jedem Menschen zur Verfügung stellt. Sie ihm nicht aufdrängt oder überstülpt, ihm zur Verfügung stellt. Es ist wie ein Wegweiser, ein energetischer Wegzeiger. Und jeder Mensch, der ein klein wenig mit dem Herzen sehen kann diesem Pfad folgen. Die Energien, sie fließen ein und du bist als Kanal dienend. Ihr als großes Kollektiv wie eine Säule des Lichtes seid ihr geeint, geschlossen, angebunden. Und so ist die lebendige Energie von Elachai in all seinen Formen zur Wirkung gekommen. Kannst du dir vorstellen, dass auch Jesus, der Christus, für so etwas Dankbarkeit empfindet? Dankbarkeit, dass es dich gibt. Dankbarkeit, dass ihr hier seid. Dankbarkeit, dass ihr das Vertrauen habt, euch hinzugeben. Ja, selbst Gottes Sohn fühlt in sich diese Regungen der Berührtheit. Und ich sage euch, danke an Anascha,
Und nun verlassen wir noch diesen hochenergetischen Raum, in den du zu jeder Zeit zurückkehren kannst. Es ist wichtig, die Übertragung jetzt zu beenden. Und ich führe dich hinaus durch das goldene Tor. Du nimmst einige Atemzüge. Und bist wieder ganz in deinem Bewusstsein, das du auch brauchst, um die tosende, sich brechende Welle zu reiten. Du wirst dafür gebraucht. So war dies eine wundervolle Verbindung der Energien von Elachai. Ich, Jesus Christus, bin immer bei dir. Ich werde dich nie verlassen. Vertraue in mich. Vertraue. Elachai an Anasha. Ja, schön, ihr Lieben. Seid ihr schon wieder da? Seid ihr schon wieder zurück? Ach, ein sehr schönes Channeling. Und war das wieder, aber ich muss die richtigen Worte noch lernen. Genau. Jesus Christus hat sehr schön gesprochen. Ach, ja. Wir haben jetzt über diese 3 Veranstaltungen gesprochen, du sehr ausführlich über die Facetten von Elachai, und ich wollte einfach, wir werden das abrunden. Nächstes Wochenende haben wir unser Elachai Sommerfest und dann werden wir mit den anwesenden Menschen einfach wirklich Elachai auch noch mal feiern auf der ganz menschlichen Ebene. Das tun wir ja jedes Jahr, aber diesmal passt es perfekt als Abschluss. Auf den Punkt, genau. Freuen wir uns sehr bis dahin, wer kommt. War gar nicht voraussehbar, aber jetzt passt es gerade wirklich sehr, sehr. Wie sich die Dinge einschmiegen, manches Mal. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen zum Abschluss. Es war 2015, als meine liebste Frau mir ein Geschenk gemacht hat, das mich sehr gefreut hat. 2015 war, als der Kristall Elachai auf unserem Planeten runtergebracht wurde, verankert wurde. Und was es ist, glaube ich, ist euch jetzt bekannt geworden, die Bedeutung. Und hat mir bei einer Kalligrafin, einer Künstlerin aus der Familie, aus der erweiterten Familie, ein wunderschönes Bild zeichnen lassen. Und ich habe dieses Bild von Anfang an geliebt und ich liebe es immer noch.
Und es trägt eben den Lichtkristall Elachai und auch gesprochen, diese Worte mehrfach. Und letztes Mal haben wir gesagt, wir sind Elachai, Frieden und Freiheit e.V. Jetzt war so viel Elachai. Seit 11 Jahren. Wir haben gar kein Elachai-Bild. Wir haben so schöne Bilder in unserem Shop, kein Elachai-Bild. Und wir haben das Originalbild abfotografiert. Das war ganz schön, dass das schön wird, auch und so, die Leinwand. Und haben es praktisch in Druck gegeben. Und jetzt seht ihr es hier mal in 50 mal 50. Wir hatten das letzte Mal nur das Original so klitzeklein. Das hat man gar nicht gesehen fast. Aber so. Und in 30 mal 30 gibt es in unserem Shop, wem es ebenso gut gefällt wie mir, dann könnt ihr das, wenn ihr wollt, dort bestellen. Wir haben euch unterm Player das nochmal verlinkt und auch mal, da seht ihr das Bild ganz genau, wie es ausschaut dann auch. Und ja, ich habe eben Jesus gebeten, heute bei diesem Channeling nonverbal einfach dieses Bild aufzuladen mit diesen 3 Frequenzen von Elachai. Und das bedeutet, genau auf die Art wirkt es dann auch, wenn es irgendwo hängt. Ja. Sehr schön. Das war's. Meine Geschichte. Also sehr Persönliches, dass ich das nach draußen gebe. Bisher ist es eigentlich nur in meinem Mediraum geben. Für mich. Ja, genau. Ja, wenn es in die Welt rausgeht, ist es doch umso schöner. Und wenn es jemand Sehr anders auch so gefällt. Dann, liebe Regie, wir wären langsam bereit aufzustehen. Und Anna-Nascha für eure Unterstützung natürlich. Und hoffentlich das letzte Mal, dass wir uns da rauf und runter quälen müssen. Ich stufe Vor allem nach dem Channeling ist es ein bisschen voll die shaky. steifen Haxen, sagt man bei uns. Anna-Nascha, Ihr Lieben, schön, dass ihr da wart und mit uns geschwitzt habt. Ja, genau. Wir freuen uns auf das nächste Wochenende. Ein paar von euch auch wieder in Elachai zu begrüßen und dann bis zum nächsten ersten Dienstag. Ganz genau, im September dann. Anna-Nascha, Anna-Nascha, ganz eine segensreiche, wundervolle Zeit. Schönen Sommer noch. Ciao. Ciao.